Rutscht die amerikanische Demokratie wirklich ins Autoritäre? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Spiegel Online hat vor kurzem am 4. September 2025 einen Leitartikel veröffentlicht von Julia Amalia Heyer. Sie wohnt in Washington. Der Titel dieses Leitartikels ist The Land of the Unfree, also das Land der Unfreien. Und sie schreibt, unter Donald Trump rutscht die US-amerikanische Demokratie ins Autoritäre. Der große Aufschrei bleibt bislang aus. Das Ausmaß an vorauseilendem Gehorsam, Angst und Resignation ist beängstigend. Ich will dir hier auch noch mal kurz diesen Artikel einblenden und werde natürlich dann auch verlinken in der Beschreibung dieses Videos. Hier ist sie, die Julia Amalia. Hier ein dramatisches Bild der amerikanischen Flagge bei einem Großbrand. Der Artikel zeigt ein Bild des Rosengartens im Weißen Haus. Trump hat diesen wohl planieren lassen und den Rasen ersetzt durch eine solche Terrasse. Nun, über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Und das nimmt sie jetzt sozusagen als Symbol für das, was Trump auch mit der amerikanischen Demokratie macht. Trump ist Gesetz. Das sagt sie, was er sagt, das gilt. Er ist ein Despot, er ist ein König, so mehr oder weniger. Das schreibt sie so nicht, aber so ist die Kernaussage. Wer ist Julia Amalia Heyer? Sie ist US-Korrespondentin des Spiegel in Washington, D.C. Sie studierte internationale Beziehungen in Berlin, Lyon, Paris und Jerusalem. Sie erwarb einen deutschen und einen französischen Hochschulabschluss an der Freien Universität Berlin und am Institut d'études politiques in Paris. Sie ist Absolventin der Deutschen Journalistenschule. Für den Spiegel war sie bereits Korrespondentin in Athen, Tel Aviv und Paris. Sie ist verheiratet und Mutter von 2 Töchtern und einem Sohn. Also eine kluge, eine gebildete Frau. Es gibt ja viele solche Artikel in deutschen Medien, in westlichen Medien. Und wenn ich diese Artikel lese, als jemand, der 2008 in die USA ausgewandert ist, ich nehme das hier jetzt gerade auf in Austin, Texas. Nach Austin, Texas bin ich 2011 umgezogen. Und wenn ich mir diesen Artikel so durchlese, dann frage ich mich im Grunde, wie oft war eigentlich die Autorin wirklich in den USA? Angeblich lebt sie ja in den USA. Das sagt zumindest hier ihre Bio auf Spiegel Online. Ich meine, gut, sie lebt in Washington, D.C., da ist sicherlich vielleicht alles nochmal eine Bubble. Aber wenn sie sich wirklich auskennt mit den USA, dann wüsste sie ja, dass das, was sie schreibt, totaler Bullshit ist und im Grunde genommen auch unehrlich. Denn die USA sind ja kein zentralistisch regierter Staat. Die USA sind ja nicht Deutschland. Auch Deutschland hat ja letztlich ein föderales System, aber ist dennoch meiner Meinung nach sehr viel zentralistischer zum Beispiel als die USA. Frankreich ist ganz sicherlich ein zentralistisch regiertes Land. England auch. Jetzt rede ich nicht vom UK. Da gibt es ja dann wieder Unterschiede in den einzelnen Landesteilen, aber England auf jeden Fall zentralistisch. Aber die USA sind überhaupt nicht zentralistisch. Sicherlich gibt es da die Bundesregierung der USA unter dem Vorsitz des Präsidenten, momentan Donald Trump. Aber das Leben der USA spielt sich in den einzelnen Bundesstaaten ab. Die Demokratie ist eine Demokratie der Bundesstaaten. Die Demokratie findet nicht alleine in Washington statt. Ich würde sogar sagen, ein Großteil der Demokratie findet nicht in Washington statt, sondern in den Bundesstaaten. Ich würde auch sagen, was das Recht anbelangt, so sind 80-90% des Rechts, mit dem sich der Bürger so jeden Tag konfrontiert sieht und mit dem er jeden Tag zu tun hat, zum Beispiel Ehescheidung, Heiraten, Kaufen von Immobilien, möglicherweise zivilrechtliche Auseinandersetzungen, Strafzettel, Schulrecht und so weiter, das wird alles von den Bundesstaaten entschieden und geregelt. 80-90%. Wie gesagt, aller rechtlichen Belange sind in den Bundesstaaten verankert und in bundesstaatlichen Gesetzen definiert und nicht im Bund. Daher, wenn ich jetzt einmal annehmen wollte, dass Donald Trump wirklich die US-Demokratie demontieren will, lassen wir das mal so hingestellt. Selbst wenn er es wollte, könnte er es gar nicht. Denn die amerikanische Demokratie ist, wie gesagt, viel mehr als das, was in Washington passiert. Und eigentlich müsste man meinen, dass eine gebildete Frau wie die Frau Heyer sowas erkennt. Ich meine, warum hat sie schon 2 Hochschulabschlüsse, wenn es schon bei solchen einfachen Analyseaufgaben scheitert? Das muss man sich fragen. Oder es ist eben so, und das ist natürlich immer das, was von den Medien mittlerweile unterstellt, dass es hier ganz bewusste Fehlinformationen der deutschen Bevölkerung gibt, die ja keine Ahnung hat von dem, was wirklich in den USA passiert. Viele Deutsche denken ja, also
jedenfalls jede Deutsche nicht in den USA waren, dass sich hier die Amerikaner den ganzen Tag nur Trump im Fernsehen anschauen. Dass hier überall Plakate hängen von Trump, dass hier Statuen stehen von Trump, also ein bisschen wie in der Nazi-Zeit, ja, wo die Deutschen das ja vorgemacht haben. Aber das ist überhaupt nicht so. Die Amerikaner befassen sich relativ wenig in ihrem Alltagsleben mit dem, was in Washington passiert. Das ist nicht wie in Deutschland, wo die Nachrichten dominiert werden von dem, was in Berlin passiert, sondern der Amerikaner letztlich konzentriert sich auf das, was in seinem Bundesstaat passiert. In den Nachrichten gibt es hauptsächlich lokale Nachrichten. Was passiert in meinem Bundesstaat, in meiner Stadt? Da hört man sehr viel den Gouverneur des einzelnen Bundesstaates. Was in Washington passiert und auch was Trump macht, das ist so ein fernes Rauschen irgendwo im Hintergrund da in Washington weit weg. Ja? Aber konkret mit dem, was der normale Amerikaner jeden Tag an Nachrichten konsumiert, was auch die Nachrichten beherrscht, das sind lokale News und keine News aus Washington. Ich würde sogar sagen, noch um ein Vielfaches lokaler als in Deutschland. Denn wie gesagt, wenn du in einer Stadt wohnst, wie zum Beispiel Austin hier, dann sind die Fernsehnachrichten dominiert von tatsächlichen Nachrichten aus Austin, aus dieser Stadt. Also irgendjemand wurde auf dem Zebrastreifen überfahren. Jetzt hat sich hier ein neues Unternehmen angesiedelt. Jetzt wird ein neuer lokaler Politiker gewählt und so weiter und so fort. So denkt der Amerikaner. Ja, was da in Washington passiert, ist für die Leute in ihrem Alltag zweitrangig. Also in den amerikanischen Medien ist Trump viel weniger präsent als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Und das müsste ja Frau Heyer, die ja angeblich in Washington wohnt, wissen. Nun, wie gesagt, Washington ist vielleicht eine Bubble, denn das ist ja tatsächlich die Bundeshauptstadt. Dort dreht sich alles um die Bundesregierung. Ich war auch schon selbst einige Mal in Washington. Also vielleicht kann man ihr das verzeihen. Vielleicht hat sie ja nicht die Gelegenheit gehabt, mal die USA zu bereisen. Und vielleicht konnte sie auch keine Zeit in anderen Landesteilen verbringen. Ist ja manchmal auch schwierig, wenn man Familie hat, einen Job und so weiter. Aber das würde ich ihr im Grunde mal empfehlen, bevor sie weiterhin so altkluge Artikel schreibt, wie jetzt hier auf Spiegel Online. Gebildete Menschen wissen ja genau das, was ich gesagt habe. Und wenn ein gebildeter Mensch dann den Artikel liest von Frau Heyer, was soll man dazu noch sagen? Ja. Also Bildung ist etwas anderes, will ich damit im Grunde andeuten. Wenn es kein Mangel an Bildung ist, sondern tatsächlich ganz gewollt, ganz gezielt so geschrieben ist, um hier die deutsche Bevölkerung, die deutschen Leser von Spiegel Online hier in das Licht zu führen, das sind natürlich dann viel schwerwiegendere Vorwürfe, aber die will ich jetzt Frau Heyer ehrlich gesagt gar nicht machen. Ich habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen. Ich habe seitdem nur im Ausland gelebt, davon viele Jahre in den USA, aber auch in anderen Ländern, zum Beispiel UK oder Irland oder Malta. Es kommt mir immer ein bisschen seltsam vor, wenn es dann so Deutsche im Ausland gibt, wie jetzt hier die Frau Heyer, die dann versuchen letztlich die Welt zu erklären und die dann mit einer gewissen Herablassung die Eindrücke aus der Wahlheimat schildern. In diesem Fall Frau Heyer aus Washington, D.C. Ich glaube, Deutschland hat, was Demokratie anbelangt, sehr viel zu lernen von den USA. Schauen wir uns erstmal das Titel Meinungsfreiheit an, was ja in vielen Ländern Europas inklusive Deutschland, ich will nicht sagen nicht existent ist, aber doch akut bedroht ist. Schauen wir uns mal die EU an und das Defizit an Demokratie in der Europäischen Union. Also wir haben eine Art Duma, ja, also unser EU-Parlament ist ein Parlament wie das der ehemaligen Sowjetunion, wo einfach nur abgenickt wird, wo aber keine eigenen Gesetzesinitiativen eingebracht werden können durch die Parlamentarier. Wir haben so eine geheime Priesterkaste um Frau von der Leyen, die hier alle möglichen Dinge im Hintergrund macht, wahnsinnig viel Macht hat. Wir haben eine Zentralbank, die EZB, die keiner demokratischen Institution gegenüber Rechenschaft abzulegen hat. Nicht wie die ehemalige Deutsche Bundesbank, die ja gegenüber dem Deutschen Bundestag verantwortlich war. Nein, die EZB ist so unabhängig, dass sie hier völlig im luftleeren Raum schwebt. Ihre Mitarbeiter haben diplomatische Immunität, die können für nichts belangt werden. Und dann kommt jemand wie die Frau Heyer und faselt dann über das Demokratiedefizit in den USA. Das finde ich schon etwas problematisch, muss man ganz klar sagen. Die USA sind so demokratisch, dass in vielen Landesteilen hier Richter gewählt werden, Oberschulräte gewählt werden, zum Teil auch der Sheriff gewählt wird. Ja. Also das heißt, hier ist das Demokratieverständnis viel weiter ausgereift als in Europa und gerade als in Deutschland. Also die Partizipation des Bürgers im Alltag an den demokratischen Prozessen und seine Beteiligung als Wähler an dem, was wirklich passiert in seiner Kommune, in seiner Stadt, ist weitaus größer als in den meisten europäischen Ländern, um nicht zu sagen in allen europäischen Ländern. Über Donald Trump kann man denken, wie man will, da kann man sicherlich seine Meinung haben, aber jetzt die ganze amerikanische Demokratie zu reduzieren auf seine Person, zu sagen, er sei das Gesetz, er könnte hier die Demokratie planieren, wie er den Rosengarten im Weißen Haus planiert hat, das ist ganz sicherlich eine groteske Überzeichnung
Bezeichnung. Aber wie gesagt, man muss sich eben fragen, wenn Frau Heyer trotz ihrer 2 Hochschulabschlüsse es nicht geschafft hat, das zu verstehen, was ist dann wirklich die Intention, die dieser Leitartikel hat. In diesem Sinne hier meine 2 Cents zu diesem interessanten Spiegelartikel. Wenn auch du mit dem Gedanken spielst, in die USA auszuwandern, dann muss ich dich warnen, deine Familie könnte entsetzt sein, denn sie hat vielleicht den Artikel von Frau Heyer gelesen und natürlich viele andere auch. Oh mein Gott, du willst auswandern in die USA, hier mit Trump und so weiter und so fort. Wir beraten seit 2008 Mandanten, die in die USA auswandern, deutschsprachige Unternehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich muss sagen, dass momentan enorm großes Interesse daran herrscht, auszuwandern, trotz Trump oder wegen Trump, wer weiß es. Wer wirklich in den USA leben möchte, für den ist es relativ einfach, gerade als Unternehmer. Man kann ziemlich einfach ein Unternehmen gründen. Es ist keine große Investition notwendig. Also wenn du das willst und du bist bereit, hart zu arbeiten und wie gesagt, du bist hier bereit, ein Unternehmen aufzubauen, als Unternehmer ist am einfachsten, dann kannst du das absolut realisieren. Also da will ich dir heute Mut aussprechen und Zuspruch. Manchmal denkt man, das ist alles so wahnsinnig kompliziert und wenn man dann solche Artikel liest wie den von der Frau Heyer, dann weiß man sowieso nicht mehr, was man sagen soll. Aber wie gesagt, die USA are open for business, wie man so schön sagt. Wenn du hierhin auswandern möchtest, mit deiner Familie ein Unternehmen gründen möchtest, dann ist das mit Sicherheit einfacher, als du denkst. Und wir können dich gerne dabei unterstützen. Wir machen das seit vielen Jahren. Wir haben schon vielen Mandanten dabei geholfen, E2-Visa, L1-Visa oder auch Green Cards zu bekommen. Auch wenn du Gegenteiliges in der deutschsprachigen Presse hörst, so sage ich dir, dass das Leben in den USA sehr lebenswert ist. Ich bin unheimlich gerne hier. Ich habe es nie bereut. Und wie gesagt, wir beraten dich gerne, wenn du einen ersten Schritt auf diesem Weg machen willst. Link zum Beratungsgespräch hier in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.